Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Christian Moser. Heute zeige ich euch den wichtigsten Akkord für Rock und Metal, den Power Chord. Außerdem zeige ich euch, wie er gebildet wird und alle Varianten, die mit ihm möglich sind. Also, bleibt dran. Okay, lasst uns starten. Ich erkläre euch zum Anfang direkt mal, warum Power Chords, wie sie gebildet werden, warum man sie spielt und nicht normale Dur- oder Mollakkorde und werde sie euch ganz schnell und verständlich mal herleiten. Der normale C-Dur-Akkord, ihr kennt ihn sicher alle, klingt nicht mehr, wenn man ihn verzerrt spielt. Es ist totaler Matsch, hört euch das mal an. Im Vergleich mit einem C-Power-Chord. Viel aufgeräumter, C-Dur, auch viel zu fröhlich, matschig und fröhlich. Wenn ihr jetzt bei Slayer einsteigt oder bei AC/DC und spielt fröhliche Akkorde, ich glaube, ihr werdet den Job nicht bekommen. Sie werden sicher einen anderen nehmen. Der Mollakkord, C-Moll, verzerrt, ja, auch ziemlich matschig. Nochmal der Vergleich zum C-Dur. Neutral, viel powerfuller, viel direkter, viel mehr into the face. Die klassische Harmonielehre spricht davon, dass man erst von einem Akkord reden darf, wenn 3 verschiedene Töne zusammenklingen. So langsam verzeihen sie uns Rockgitarristen aber, glaube ich, und wir dürfen jetzt auch Akkord dazu sagen, zu einem C5, also zu einem Powerchord, denn er ist jetzt schon seit 40, 50 Jahren am Start. In jedem Rock- und Metal-Song findet ihr fast ausschließlich Power Chords. Um das zu erklären, brauche ich mal kurz die C-Dur-Tonleiter. Ich denke, ihr kennt sie alle. C, D, E, F, G, A, B, C. Schichtet ihr jetzt ersten, dritten und fünften Ton übereinander, erhaltet ihr C, E und G. Grundton, Terz, Quinte. Diese 3 übereinander ergeben einen C-Dur-Akkord. So, und das Problemintervall ist jetzt die Terz, denn ihr hört schon, es matscht, wenn ihr verzerrt spielt. Und die Terz gibt dem Akkord eine gewisse Fröhlichkeit. Die wollt ihr nicht unbedingt, wenn ihr in einer Metalband spielt. Aus diesem Grund fliegt die Terz raus und ihr verwendet ausschließlich den ersten und den 5. Ton. C und G. Grundton und Quinte. Dieses einfache Konstrukt ist im Prinzip schon ein Powerchord. Das ist auch der Grund, weshalb Powerchords mit einer 5 gekennzeichnet werden, C5, damit man nicht verwechselt und denkt, man muss ein C-Dur spielen. C5 bedeutet, ihr spielt einen Powerchord, bestehend aus Grundton und Quinte. Dieser Akkord klingt neutral, er hat weder dieses Fröhliche eines Dur-Akkords noch das Theatralische eines Mollakkords und eignet sich super für Rockriffing. Und jetzt gehen wir zum nächsten Schritt und nehmen die Oktave hinzu. Grundton, Quinte, Oktave. Also wieder ein C. Tiefes C, hohes C. Dann sagen viele Schüler zu mir, hey, das sind doch jetzt doch 3 Töne. Nein, es sind nur 2 verschiedene Töne, weil das C ist doppelt. Ihr habt C, G und C. Also eine Tondopplung ist immer noch ein Zweiklang, auch wenn ihr 3 Saiten spielt. Das führt mich auch gleich zur ersten Umkehrung, denn wenn ihr oben liegend auf der G-Seite jetzt nochmal den Ton C habt, könnt ihr auch das tiefe C weglassen auf der A-Seite. Dann entsteht nur noch das hier. Ich blende es auch mal ein. Klingt etwas dünner, aber im Bandgefüge muss der Grundton nicht unbedingt sein, wie ich euch auch im Intro-Riff demonstriert habe. Da habe ich so ein kleines Riff komponiert. Das geht irgendwie so. Also läuft quasi der G-Grundton die ganze Zeit durch. Und oben liegend habe ich Umkehrungen von Powerchords kurz eingeworfen. Das macht zum Beispiel ZZ Top sehr häufig, aber eigentlich macht das jede Rockband oder Metalband immer mal wieder. Diese Powerchord-Wechsel sind viel einfacher. Wenn ich das mit normalen Powerchords verschieben müsste, sieht es so aus. Also viel mehr Bewegung als. Und im Prinzip reicht diese Umkehrung des Powerchords, um ein durchsetzungsfähiges Riff zu gestalten. Eine weitere gut klingende Variante ist, wenn ihr die Quinte nach unten klappt. Ich blende das mal hier ein.
Ihr habt also quasi euren Standard Powerchord C und spielt jetzt auf der dicken E-Seite den Ton G. Und dann hört ihr, das klingt ziemlich düster, fast wie eine siebenseitige Gitarre. Nur durch den einfachen Trick, die Quinte nach unten zu legen, ist auch sehr einfach zu greifen, denn ihr könnt mit dem Zeigefinger ein kleines Barré greifen, auf der A- und der E-Seite, und schon habt ihr die Quinte im Bass. Die nächste Sektion, offene Powerchords, sehr gern genommen bei AC/DC, der klassische G5 als offener Chord. Offen bedeutet in dem Fall, dass ihr Leersaiten verwendet. Ihr habt also offene Saiten beim G5. Ihr müsst die A-Seite dämpfen, denn dort befindet sich normalerweise die Terz. Dafür legt ihr einfach den Mittelfinger an die A-Seite. Das Ganze geht auch für ein D5. Ja, ihr dürft sogar die A-Seite mitspielen, dann ist wieder die Quinte im Bass. A5 dürfte auch bekannt sein, sehr einfach. E5. Was viele nicht so kennen, ist der C5 als offene Variante, blende ich auch ein. Abgedämpfte D-Seite, dort befindet sich normalerweise die Terz. Und auf der offenen, dünnen E-Seite unten, was wieder die Terz wäre, greift ihr einfach die Quinte. So, und das sind alle Grundmodelle offen. Sehr interessant auch bei den E-Typen und den A-Typen ist Folgendes: Wenn euch die Frequenzaufteilung von diesem E5 zu mumpfig ist, könnt ihr nochmal auf der G-Seite die Quinte doppeln und auf der B-Seite nochmal den Grundton doppeln. Sieht so aus, blende ich auch ein. Das Schöne an diesen Voicings ist, ihr habt Tiefbass, den herkömmlichen E5, und ihr habt hohe Frequenzen dabei, die G- und die B-Seite. Das heißt, das ganze Voicing schneidet etwas mehr. Ich gebe euch hierzu mal ein kleines Beispielriff. Das gleiche haben wir auch bei einem A-Power-Chord. Ihr nehmt euren Standard A-Power-Chord und doppelt jetzt auf der B- und E-Seite nochmal die Quinte und den Grundton. Dazu braucht ihr ein kleines Barré mit dem kleinen Finger. Und das Ganze öffnet sich wunderbar. Zu diesem schönen großen A-Power-Chord auch nochmal ein kleines Beispielriff. So ihr Lieben, das war mein kleiner Powerchord-Einführungsworkshop mit verschiedenen Voicings, verschiedenen Möglichkeiten, sie zu spielen, mit einer kleinen Herleitung, was ein Powerchord überhaupt ist. Wenn es euch gefallen hat, seid so gut, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal, drückt die Glocke, alles gleichzeitig, würde mich total freuen, wenn der Kanal noch mehr Reichweite bekommt und noch mehr Zuschauer gewinnt. Super, dann sage ich, Leute, haut rein, spielt Powerchords, übt die verschiedenen Voicings, die solltet ihr alle auf der Pfanne haben, um im Rockalltag zu bestehen, ganz wichtig. Ich mache mich an den nächsten Workshop und sage bis nächste Woche.